Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Kanal Cousy German. Wenn ihr Deutsch lernt und euer Hörverständnis verbessern wollt, seid ihr hier genau richtig. Vergesst nicht, ein Like dazulassen, einen Kommentar zu schreiben und unseren Kanal zu abonnieren. Hier gibt es viele einfache, aber hilfreiche Inhalte für euren Lernweg. Heute sprechen wir über ein sehr interessantes Thema. Wie spreche ich über mein Hobby? Das ist wichtig, denn viele Gespräche beginnen mit einfachen Fragen wie: Was machst du gerne in deiner Freizeit? Oder hast du ein Hobby? Es ist gut, darauf vorbereitet zu sein. Ein Hobby ist etwas, das wir gern machen, wenn wir frei haben. Viele Menschen haben Hobbys. Manche lesen gern Bücher, andere machen Sport oder hören Musik. In Deutschland ist es ganz normal, über Hobbys zu sprechen, besonders wenn man neue Leute kennenlernt. Wenn du über dein Hobby sprechen willst, brauchst du ein paar einfache Sätze. Zum Beispiel: Mein Hobby ist. Oder ich interessiere mich für. Oder auch in meiner Freizeit. Nehmen wir ein Beispiel. Stell dir vor, dein Hobby ist Lesen. Dann kannst du sagen: Mein Hobby ist Lesen. Oder ich lese sehr gern Bücher. Wenn du willst, kannst du auch mehr sagen: Ich lese besonders gern Romane. Oder ich lese jeden Abend vor dem Schlafen. Wenn du Sport machst, kannst du sagen: Ich spiele gern Fußball. Oder ich gehe zweimal pro Woche ins Fitnessstudio. Du kannst auch sagen, wie oft du dein Hobby machst. Dafür benutzt man Wörter wie jeden Tag, einmal pro Woche, am Wochenende, oft, selten oder nie. Zum Beispiel: Ich spiele am Wochenende Tennis. Ich schwimme jeden Samstag im Schwimmbad. Ich mache selten Yoga, aber ich möchte mehr machen. Wenn du mehrere Hobbys hast, kannst du sagen: Ich habe viele Hobbys. Oder ich interessiere mich für Musik, Reisen und Kochen. In Deutschland sprechen Menschen oft über ihre Freizeit. Bei der Arbeit, in der Schule oder auf Partys. Überall fragt man: Was machst du gern? Oder was sind deine Hobbys? Diese Fragen helfen, das Gespräch zu beginnen. Deshalb ist es gut, wenn du ein paar Sätze über dein Hobby vorbereitest. Du kannst auch sagen, wann du dein Hobby begonnen hast. Zum Beispiel: Ich spiele seit einem Jahr Gitarre. Ich habe vor 2 Monaten angefangen zu malen. Oder ich mache das seit meiner Kindheit. Das ist auch eine gute Übung für die Zeitformen Präsens und Perfekt. Für Anfänger reicht oft das Präsens, zum Beispiel: Ich zeichne gern oder ich gehe oft spazieren. Wenn du schon ein bisschen mehr kannst, kannst du auch den Perfekt benutzen. Ich habe gestern einen Film gesehen. Ich habe letztes Wochenende Brot gebacken. Aber am Anfang ist Präsenz einfacher. Es reicht, wenn du sagen kannst: Ich tanze gern. Ich höre Musik. Ich gehe gern wandern. Wenn du willst, kannst du auch sagen, warum du dein Hobby gern machst. Zum Beispiel: Ich spiele gern Klavier, weil es mich entspannt. Ich gehe joggen, weil ich fit bleiben möchte. Ich zeichne gern, weil ich kreativ bin. Das Wort weil ist sehr wichtig. Es hilft dir, deine Meinung zu sagen. Aber Achtung, nach weil steht das Verb am Ende: weil es Spaß macht, weil ich gern draußen bin, weil ich neue Dinge lerne. Ein paar weitere Beispiele. Ich fotografiere gern, weil ich schöne Momente festhalten will. Ich koche gern, weil ich gern esse. Ich schreibe Geschichten, weil ich viele Ideen habe. Du kannst auch sagen, mit wem du dein Hobby machst. Ich gehe mit meinem Freund ins Kino. Ich spiele mit meinen Kollegen Volleyball. Ich male oft allein. Manchmal ist ein Hobby auch gut für die Gesundheit oder für die Stimmung. Du kannst sagen, spazieren gehen ist gut für den Kopf. Sport gibt mir Energie. Musik macht mich glücklich. Wenn du in einem Kurs bist, kannst du sagen: Ich mache einen Malkurs. Ich lerne Gitarre in einer Musikschule. So kannst du zeigen, dass du aktiv bist und etwas Neues lernst. In Deutschland ist das sehr positiv. Viele Menschen lernen auch als Erwachsene noch neue Dinge. Und jetzt denk einmal nach. Was ist dein Hobby? Was machst du gern in deiner Freizeit? Wie oft machst du das? Warum machst du das gern? Versuch ein paar Sätze zu sagen. Du kannst sie dir aufschreiben oder laut sprechen. Das ist eine gute Übung. Wenn du möchtest, kannst du dein Hobby auch genauer beschreiben. Zum Beispiel: Ich nähe gern. Ich mache Taschen, Kleider und kleine Geschenke. Oder ich spiele Klavier. Ich mag klassische Musik und übe jeden Tag eine Stunde. Oder auch: Ich fotografiere gern Natur. Am liebsten gehe ich in den Wald oder in den Park. Je mehr Details du gibst, desto interessanter wird dein Text. Aber denk daran,
Sprich langsam und einfach. Du musst keine schwierigen Wörter benutzen. Es geht darum, dass dich andere gut verstehen können. Ein guter Trick ist, kleine Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel: Letzte Woche habe ich ein neues Rezept probiert. Ich habe einen Apfelkuchen gebacken. Es war lecker, aber ein bisschen zu süß. Oder: Am Sonntag war ich wandern. Das Wetter war schön und ich habe viele Fotos gemacht. Solche kleinen Erzählungen helfen dir, Wörter zu wiederholen und flüssiger zu sprechen. Du kannst auch sagen, wie du dich bei deinem Hobby fühlst. Zum Beispiel: Wenn ich zeichne, bin ich ganz ruhig. Musik hilft mir, mich zu entspannen. Nach dem Training fühle ich mich stark und zufrieden. In Gesprächen kannst du auch Fragen stellen. Das zeigt Interesse und macht das Gespräch lebendiger. Zum Beispiel: Und du? Was machst du gern? Hast du auch ein Hobby? Wie oft trainierst du? Diese Fragen sind einfach, aber sehr hilfreich, um Kontakt zu anderen zu finden. Besonders wenn du in Deutschland wohnst oder neue Leute kennenlernst, sind Hobbys ein guter Gesprächseinstieg. Manchmal hat man nicht nur ein Hobby, sondern auch Wünsche. Vielleicht möchtest du ein neues Hobby anfangen. Dann kannst du sagen: Ich möchte gern tanzen lernen, ich will in Zukunft mehr lesen. Ich interessiere mich für Fotografie und möchte eine Kamera kaufen. Solche Sätze zeigen Motivation. In der deutschen Sprache benutzt man oft Modalverben wie möchte, will oder kann, um Wünsche oder Pläne zu beschreiben. Beispiele: Ich möchte besser zeichnen. Ich kann schon ein bisschen Gitarre spielen. Ich will mehr Zeit für mein Hobby haben. Wenn du in einem Sprachkurs bist, kannst du mit deinen Mitschülern über Hobbys sprechen. Vielleicht findet ihr gemeinsame Interessen. Du kannst sagen: Ich spiele gern Schach. Willst du auch mal spielen? Oder: Ich schreibe gern. Vielleicht können wir zusammen eine Geschichte schreiben. So lernst du nicht nur Deutsch, sondern findest vielleicht auch neue Freunde. Es gibt auch viele Freizeitangebote in deutschen Städten. Du kannst einen Tanzkurs machen, einen Schwimmverein besuchen oder in einer Gruppe wandern. Dafür kannst du sagen: Ich bin in einem Verein. Ich mache bei einer Gruppe mit. Wir treffen uns jeden Mittwoch zum Malen. In Deutschland sind Vereine sehr beliebt. Viele Menschen machen dort Sport, Musik oder Kunst. Es ist eine gute Möglichkeit, Deutsch zu üben und neue Menschen kennenzulernen. Wenn du ein Hobby hast, das nicht so bekannt ist, kannst du es trotzdem erklären. Zum Beispiel: Ich sammle Briefmarken. Ich spiele ein traditionelles Instrument. Ich mache Origami. Dann kannst du auch sagen, was genau du daran magst. Ich finde es spannend. Es ist kreativ. Ich mag die Ruhe beim Basteln. So lernen andere dein Hobby kennen und du lernst neue Wörter. Wenn du noch kein Hobby hast, ist das auch okay. Du kannst sagen: Ich habe noch kein Hobby, aber ich suche eins. Ich weiß nicht genau, was ich gern mache. Oder ich probiere viele Sachen aus. Das zeigt, dass du offen bist und neugierig. Vielleicht findest du bald ein neues Hobby, das dir gefällt. Wenn du dein Hobby beschreibst, kannst du auch sagen, wo du es machst. Dafür brauchst du einfache Ortsangaben. Zum Beispiel: Ich trainiere im Fitnessstudio. Ich lese zu Hause auf dem Sofa. Ich gehe im Park spazieren. Oder ich male in meinem kleinen Atelier. Wenn du draußen aktiv bist, kannst du sagen: Ich fahre gern Fahrrad im Wald. Ich jogge am Fluss. Ich fotografiere oft in der Stadt. Solche Informationen machen dein Erzählen lebendiger. Du kannst die Umgebung beschreiben oder sagen, was du dabei siehst, hörst oder fühlst. Zum Beispiel: Im Wald ist es ruhig. Ich höre nur die Vögel und den Wind. Im Park sehe ich oft Kinder, Hunde und Leute, die Sport machen. Das erweitert deinen Wortschatz und hilft dir, besser zu erzählen. Manchmal verändert sich auch das Hobby mit der Jahreszeit. Im Sommer machen viele Leute Sport draußen. Sie sagen: Ich schwimme gern im See. Ich mache gern Picknick im Park. Im Winter bleiben viele lieber zu Hause. Ich lese mehr, wenn es draußen kalt ist. Ich bastle gern in der Adventszeit. Ich stricke im Winter oft Socken. Du kannst also auch sagen, welches Hobby du im Sommer oder Winter machst. So lernst du gleichzeitig Vokabeln für die Jahreszeiten und das Wetter. Du kannst auch darüber sprechen, was du für dein Hobby brauchst. Zum Beispiel: Zum Malen brauche ich Pinsel, Farben und Papier. Zum Gitarrespielen brauche ich ein Instrument. Für das Backen brauche ich Mehl, Zucker, Eier und ein Rezept. Das ist eine gute Übung, um Dinge zu benennen und Sätze mit brauchen zu bilden. Zum Beispiel:
Ich brauche neue Laufschuhe. Ich brauche Ruhe, wenn ich lese. Ich brauche Zeit für mein Hobby. Wenn du dein Hobby regelmäßig machst, kannst du sagen, dass es Teil deines Lebens ist. Zum Beispiel, Zeichnen gehört zu meinem Alltag. Musik ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich kann mir mein Leben ohne Lesen nicht vorstellen. Auch wenn das schon etwas schwieriger klingt, ist es gut, solche Sätze zu üben. Sie helfen dir, Gefühle auszudrücken. Du kannst auch erzählen, ob du dein Hobby mit anderen teilst. Zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die auch gern kocht. Wir treffen uns jeden Samstag zum Backen. Ich kenne Leute, die auch gern lesen. So lernst du, Sätze mit die zu machen, also Relativsätze. Sie sind in Gesprächen sehr nützlich, auch auf einfachem Niveau. Wenn du ein kreatives Hobby hast, kannst du sagen, ich male gern, weil ich so meine Gefühle zeigen kann. Ich schreibe Gedichte, wenn ich nachdenke. Ich bastle Karten für meine Freunde. Viele Hobbys helfen uns, uns besser zu fühlen oder unsere Gedanken auszudrücken. Es ist gut, das auf Deutsch sagen zu können, besonders wenn du dich in einem Kurs vorstellen musst oder an einer Prüfung teilnimmst. In manchen Sprachprüfungen wirst du gefragt, was machen Sie gern in Ihrer Freizeit? Was ist Ihr Hobby? Wie oft machen Sie das? Wenn du für diese Fragen schon gute Sätze geübt hast, fühlst du dich sicherer. Du kannst dann flüssig antworten und bekommst mehr Punkte. Deshalb übe immer wieder kleine Texte über dein Hobby. Du kannst sie laut vorlesen oder aufnehmen. Du kannst auch mit einem Partner üben und euch gegenseitig Fragen stellen. Zum Beispiel, was machst du gern? Seit wann machst du das? Machst du das allein oder mit anderen? Diese einfachen Fragen und Antworten sind eine gute Grundlage für jedes Gespräch. Du kannst auch darüber sprechen, wie du dein Hobby gelernt hast. Dafür kannst du sagen, ich habe mit 10 Jahren angefangen zu zeichnen. Ich spiele seit 2 Jahren Klavier. Ich habe im Internet Videos geschaut und dann geübt. Oder auch, ich habe einen Kurs gemacht. Meine Mutter hat mir das Nähen gezeigt. Ein Freund hat mir beim Fotografieren geholfen. Wenn du solche Sätze lernst, kannst du auch über deine Vergangenheit sprechen. Dafür brauchst du das Perfekt oder das Präteritum. Auf A1, A2-Niveau reicht meistens das Perfekt. Ich habe viel geübt. Ich habe ein Buch gelesen und so gelernt. Wenn du sagst, wie lange du etwas schon machst, kannst du den Ausdruck seit benutzen. Ich male seit 3 Jahren. Ich tanze seit meiner Kindheit. Ich schreibe seit kurzem Gedichte. Auch wichtig. Wenn du keine Zeit hast, dein Hobby oft zu machen, kannst du sagen, ich habe nicht viel Zeit für mein Hobby. Ich mache es nur am Wochenende. In letzter Zeit habe ich wenig gemalt. Solche Sätze helfen dir, realistisch zu sprechen. Du musst nicht immer sagen, dass du alles regelmäßig machst. Ehrliche Sätze machen dein Deutsch authentisch. Wenn du möchtest, kannst du auch deine Meinung über dein Hobby sagen. Dafür gibt es einfache Redemittel wie ich finde, ich denke, für mich ist. Beispiele: Ich finde Basteln schön. Ich denke, Lesen ist gut für die Sprache. Für mich ist Kochen kreativ. Oder ich finde Sport wichtig, aber manchmal anstrengend. Ich denke, Musik macht glücklich. Diese Meinungsäußerungen sind in vielen Situationen nützlich. In Gesprächen, im Kurs, bei Prüfungen oder in Alltagsgesprächen. Du kannst auch sagen, was du durch dein Hobby lernst. Zum Beispiel, ich lerne Geduld beim Nähen. Ich übe Konzentration beim Spielen. Ich verbessere meine Sprache, wenn ich auf Deutsch lese. So zeigst du, dass dein Hobby dich weiterbringt. Du kannst auch über kleine Ziele sprechen. Ich möchte ein Bild malen und es verschenken. Ich will ein Lied auf dem Klavier lernen. Ich möchte ein eigenes Rezept schreiben. Das motiviert andere und auch dich selbst. Manchmal ist es auch spannend, neue Hobbys auszuprobieren. Du kannst sagen, ich möchte etwas Neues lernen. Ich suche ein Hobby, das mich entspannt. Ich will mehr Zeit draußen verbringen. Solche Sätze zeigen Offenheit. Und wer offen ist, lernt auch schneller. Nicht nur Hobbys, sondern auch Sprachen. Wenn du möchtest, kannst du dein Hobby auch dokumentieren. Zum Beispiel, ich schreibe über mein Hobby in ein Heft. Ich mache Fotos von meinen Arbeiten. Ich habe ein kleines Tagebuch über meine Fortschritte. Das hilft dir, dein Deutsch zu üben und gleichzeitig deine Entwicklung zu sehen. Schreib einfache Sätze auf Deutsch.
Zum Beispiel, heute habe ich 30 Minuten gezeichnet. Ich habe ein neues Lied gelernt. Ich bin 5 Kilometer gelaufen. Diese kleinen Einträge motivieren und du wiederholst dabei wichtige Wörter. Wenn du über dein Hobby sprichst, kannst du auch sagen, warum du es magst. Dafür gibt es einfache Strukturen wie ich mag, weil, ich finde toll, weil, ich mache das gern, weil. Zum Beispiel, ich mag lesen, weil ich neue Welten entdecken kann. Ich finde Zeichnen toll, weil ich kreativ sein kann. Ich backe gern, weil ich danach etwas Leckeres essen kann. Du kannst auch über deine Gefühle sprechen. Ich bin glücklich, wenn ich Musik höre. Ich bin ruhig, wenn ich male. Ich bin stolz, wenn ich etwas selbst gemacht habe. Das sind sehr wichtige Sätze. Sie helfen dir, persönlich zu sprechen und Verbindungen zu anderen Menschen zu schaffen. Wenn du möchtest, kannst du auch kleine Probleme oder Schwierigkeiten mit deinem Hobby nennen. Zum Beispiel, manchmal habe ich keine Ideen. Ich habe nicht immer Zeit. Material ist manchmal teuer. Aber das ist nicht schlimm, Sal. Du kannst auch sagen, was du dann machst. Ich mache trotzdem weiter. Ich übe ein bisschen, auch wenn ich müde bin. Ich finde Lösungen. So zeigst du Motivation und Ausdauer auf Deutsch. In Gesprächen ist es auch interessant, andere nach ihren Hobbys zu fragen. Du kannst zum Beispiel sagen, und du? Was machst du gern? Hast du ein Hobby? Wie oft machst du das? Warum magst du das? So entsteht ein Gespräch und du lernst neue Wörter. Wenn du viele Leute fragst, wirst du merken, jeder Mensch ist anders. Die einen mögen Sport, die anderen Kunst. Einige lieben Tiere, andere Technik. Du kannst neue Wörter lernen wie zeichnen, malen, basteln, schreiben, tanzen, kochen, lesen, klettern, wandern, nähen, gärtnern. Du musst nicht alle Wörter auf einmal lernen. Wähle die, die zu dir passen. Du kannst sie auf Kärtchen schreiben oder in ein Vokabelheft. Und du kannst eigene kleine Texte schreiben. Fang einfach an. Mein Hobby ist, ich mache es ich mache es allein mit Freunden in einem Kurs. Ich mag es, weil, ich mache es oft, manchmal selten. Wenn du solche Texte regelmäßig schreibst, wirst du sicherer. Du kannst sie auch laut lesen oder einem Freund erzählen oder sogar in ein Sprachtagebuch sprechen. Mit der Zeit wirst du merken, du brauchst nicht viele komplizierte Wörter. Wichtig ist, dass du regelmäßig übst und deine Gedanken einfach und klar ausdrückst. Wenn du mutiger wirst, kannst du dein Hobby auch im Deutschkurs zeigen. Vielleicht bringst du ein Foto mit, ein Bild, ein Lied, einen selbstgemachten Gegenstand. Dann kannst du sagen, das habe ich gemacht. Ich möchte das zeigen. Das ist mein Hobby. So lernst du sprechen, mit Herz, mit Freude, mit Motivation. Und wenn du dein Hobby mit anderen teilst, lernst du nicht nur besser sprechen, sondern auch neue Menschen kennen. Du kannst sagen, ich habe im Deutschkurs jemanden kennengelernt, der auch gern malt. Wir tauschen Ideen aus. Wir motivieren uns gegenseitig. Solche Verbindungen helfen nicht nur beim Lernen, sondern machen auch Spaß. Sprache wird lebendig, wenn sie im Alltag vorkommt. Wenn du zum Beispiel gern kochst, kannst du kleine Treffen organisieren. Ich lade Freunde ein. Wir kochen zusammen. Jeder bringt etwas mit. Dann kannst du Wörter wie Zutaten, Rezept, Schneiden, Kochen, Wissen üben. In der Praxis, beim Tun. Vielleicht hast du ein Hobby, das du draußen machst. Dann kannst du Ausdrücke wie diese verwenden. Ich gehe oft in den Wald. Ich wandere in den Bergen. Ich beobachte gern Tiere. Du kannst auch sagen, ich mache viele Fotos. Ich schreibe über meine Spaziergänge. Ich höre Podcasts, wenn ich unterwegs bin. Wenn du ein kreatives Hobby hast, wie Zeichnen oder Basteln, kannst du beschreiben, was du machst. Ich male gern mit Aquarell. Ich bastle Karten mit Papier und Schere. Ich mache gern Collagen. Oder auch, ich benutze viele Farben. Ich gestalte gern kleine Projekte. Ich probiere neue Techniken aus. Und du kannst erklären, wie du dabei vorgehst. Zuerst zeichne ich mit Bleistift. Dann male ich mit Farbe. Am Ende lasse ich das Bild trocknen. Solche einfachen Sätze helfen dir klar und deutlich zu sprechen, auch in Prüfungen. Vielleicht fragst du dich, was, wenn ich gar kein Hobby habe? Kein Problem. Du kannst auch sagen, ich habe noch kein Hobby. Ich suche ein neues Hobby. Ich probiere verschiedene Dinge aus. Das zeigt, dass du offen bist. Vielleicht findest du etwas, das dir Spaß macht und dich auch beim Deutschlernen unterstützt.
Denn viele Hobbys helfen dir mit der Sprache, beim Lesen, Hören, Schreiben oder Sprechen. Einige Menschen schreiben ein Tagebuch auf Deutsch. Das ist auch ein Hobby. Ich schreibe jeden Tag 3 Sätze. Ich schreibe auf, was ich gemacht habe. Ich schreibe über meine Gedanken. Das hilft beim Denken auf Deutsch. Du kannst langsam neue Wörter lernen und deine Gefühle ausdrücken. Andere Menschen schauen gern Filme oder Serien. Auch das ist ein Hobby und du lernst dabei. Ich schaue Serien auf Deutsch mit Untertiteln. Ich verstehe nicht alles, aber ich höre viel. Ich lerne neue Wörter durch den Kontext. Oder du hörst Musik auf Deutsch. Ich höre gern deutsche Lieder. Ich lese die Liedtexte. Ich singe mit. Das ist spielerisches Lernen und es macht Spaß. Ganz egal, welches Hobby du hast, es ist ein Teil von dir. Es zeigt, was dir gefällt, was dich interessiert, was dich ausmacht. Deshalb lohnt es sich, auf Deutsch darüber zu sprechen. Du kannst es in Kursen tun, mit Freunden, in einem Video oder einfach zu Hause, vor dem Spiegel. Je öfter du übst, desto leichter wird es. Und wenn du noch nicht genau weißt, was du sagen sollst, kannst du diesen Podcast noch einmal hören. Notiere dir die Sätze, die dir gefallen. Wiederhole sie laut. Mach sie zu deinen eigenen Sätzen. Stell dir vor, du sprichst mit jemandem. Freundlich, ruhig, interessiert. Das Ziel ist nicht Perfektion. Das Ziel ist, dass du dich ausdrücken kannst. Einfach ehrlich, auf deine Weise. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier gibt es viele praktische Tipps für einfaches Deutsch im Alltag. Schreib gerne in die Kommentare, was ist dein Hobby und welche Themen wünschst du dir für zukünftige Videos. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und viel Spaß beim Deutschlernen.